Hallo meine Lieben, Tag 10 meiner Weihnachtskarten-Challenge und heute arbeiten wir mit diesem Set hier. Mit diesen kleinen Weihnachtsmännern werden wir 2 Karten basteln und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, zeige ich euch hier kurz die Ergebnisse. Das ist einerseits diese Karte, das ist so eine Shaker-Karte und dann noch diese Karte mit dem Label drauf. Für die erste Karte verwende ich Folgendes. Ich habe hier eine Basiskarte, die ist wie immer 21 cm x 14,8 cm und gefalzt bei 10,5 cm. Dann brauchen wir 2 Karten. Die sind jeweils auch geschnitten auf 14,8 x 10,5 cm. Dann eben eine graue in demselben Maß und zudem brauchen wir hier noch eine Plastikfolie, auch in derselben Größe, weil wir wollen ja einen Shaker machen. Verwenden, wie gesagt, werde ich dieses Stempelset mit den Schneemännern und dazu gibt es auch die entsprechenden Stanzen, was super ist. Und die Fenster werden wir hier mit so einem Die-Cut in dieses graue Papier reinstanzen. Und dann werde ich noch einen Spruch aufbringen, das ich aus diesem Set hier habe. Als allererstes werde ich jetzt das Fenster stanzen. Dazu nehmen wir die Big Shot. Und wenn ihr damit durch seid, solltet ihr hier so einen Rahmen haben. Und damit ich dann weiß, wo das auf meinem Hintergrundpapier zu liegen kommt, lege ich mir das kurz drauf. Weil ich will hier bei den großen Feldern, will ich noch ein bisschen was draufstempeln. Das zeichne ich wirklich ganz fein kurz ein, damit ich das nachher wieder ausradieren kann. So, das sind die Elemente, die ich aufstempeln will. Dazu nehme ich das Stempeltool. Jetzt will ich gar nicht, dass das so stark sichtbar ist. Also ich werde es jetzt nicht mit Schwarz stempeln, sondern was ich machen werde, ich werde dieses Embossing-Stempelkissen nehmen und damit stempeln. Jetzt habe ich wirklich ganz dezent im Hintergrund habe ich diese Berge und dieses Häuschen drauf. Das ist alles, was ich mit dem Hintergrund machen werde. Jetzt brauchen wir die Schneemänner. Dazu nehme ich mir wie immer ein Stück von dem 200 Gramm Papier, weißen Papier, was Schneidereste sind, die ich so jeweils verwende. Und jetzt brauche ich für diesen Rahmen, ich will hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schneemänner. Ich mache mal 7 sicherheitshalber, damit ich genug habe zum Platzieren. Ich mache mal die ersten 5 und die werde ich mit dem Memento-Stempelkissen stempeln, weil ich will die nachher noch kolorieren.
Und bevor ich die hier jetzt ausstanze, will ich auch gleich noch etwas anderes machen. Ich will hier auf diese Plastikfolie einen Spruch aufbringen, damit der vor dem Hintergrund ist. Und das möchte ich hier in dieses Fenster. Und zwar will ich hier ein Merry Christmas. So, und das werde ich nicht mit Schwarz stempeln, sondern das werde ich, es gibt von Starzone, gibt es auch diese Cotton White Stempelfarbe. Und damit werde ich jetzt diesen Stempel auf diese Plastikfolie stempeln. Ich rate euch, den Stempel auch gleich zu reinigen, weil sonst bleibt euch diese Farbe effektiv auf dem Stempel haften. Als nächstes werden wir hier diese Schneemänder ausstanzen und jetzt geht es darum, die richtigen Framelits für den richtigen Schneemann zu finden. So, alle gefunden und die mache ich jetzt noch mit einem Kleber fest, damit es dann auch richtig, also damit wir die dann in der Big Shot nicht verrutschen. Und die werde ich jetzt noch mit den Copics kolorieren. Ich werde euch die Copics, schreibe ich euch oben ins Bild rein, damit ihr das auch seht, welche ich hier verwendet habe. So, mit dem Kolorieren bin ich fertig. Ihr seht, ich habe mich wirklich versucht, von den Farben nicht zu bunt zu gehen, sondern es ist alles so in diesem Rot und Anthrazit. Ich habe denen auch noch so süße Bäckchen aufgemalt und natürlich die Schattierung versucht, so akkurat wie möglich zu machen. Und jetzt gehen wir hin und radieren noch kurz diese Linien aus, die ich hier eingezeichnet hatte. So, und was wir jetzt als erstes machen, wir kleben diesen Rahmen auf die Plastikfolie, die wir bestempelt haben. Da habe ich hier so ein dünnes Doppelklebeband. Das funktioniert eigentlich fast am besten mit dieser Plastikfolie. Und wenn ihr merkt, dass ihr hier zu breit seid für gewisse Teile, dann könnt ihr einfach auch das schmalere Doppelklebeband nehmen. Dann können wir das auch schon ablösen. Ich habe hier einfach geguckt, dass ich hier schön auf dem Rand liege und dass mein Merry Christmas Platz hat. Nicht, dass das dann hinter dem Rahmen verschwindet. Und jetzt könnt ihr das, was unten und oben übersteht, das könnt ihr noch abschneiden. Dann haben wir schon mal das Fenster, das oben drauf kommt.
Ich habe mir effektiv hier einen kleinen Überlegungsfehler gemacht. Die Karte muss natürlich genau gleich groß sein wie dieses Fenster hier. Von dem her lege ich das kurz drauf und gucke, wo ich die Sachen gestempelt habe. Schneide mir das dann auch noch kurz zurecht. Das nennt man dann, glaube ich, agile Vorgehensweise, ne? So, warum ich das gemacht habe, ich muss eine Orientierung haben, wo genau ich mit diesem Foamband durchgehen kann. Ihr seht auch, das ist breiter als das der Rahmen ist und das heißt, ich werde das hier jeweils, ich werde das hier halbieren und ringsherum auf dieses Papier kleben. Wichtig dabei ist einfach zu gucken, dass hier wirklich keine Lücken entstehen. Das muss nahtlos schließen. So, und wenn ihr das aufgebracht habt, dann geht es darum, hier das Ganze zu befüllen. Ich habe hier ein paar weiße Schneeflocken und ein paar rote Sterne. Und ich gucke immer drauf, dass ich das Ganze möglichst in der Mitte habe, weil wenn wir jetzt einen Streifen abziehen und es ein bisschen bewegen, nicht, dass mir das dann auf das Band drauf geht, sondern es soll ja jetzt in diesem Viereck drinne bleiben. Und bevor ich das Ganze jetzt hier drauf klebe, gehe ich noch mit diesem Pulver drauf, weil manchmal ist das Ganze ein bisschen statisch geladen und dann kleben euch dann die Elemente hier am Fenster fest und das wollen wir ja nicht. Wir möchten wirklich, dass das schön dann innen drinne herumrutscht. Oder der Shaker halt einfach wirklich zum Shaken da ist, ne? So, und jetzt geht es darum, und Achtung, ne, das könnt ihr einmal machen, das könnt ihr nicht mehr lösen mit diesem Doppelklebeband. Jetzt geben wir hin und kleben das da drauf. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann sollten sich die Elemente wunderbar bewegen können innen drinne, aber euch nichts irgendwo rausrutschen. So, jetzt wäre ja das noch ein bisschen langweilig, ne? Wir wollen noch Schneemänner drauf machen und die mache ich effektiv mit Dimensionals drauf, respektive bevor ich das mache, klebe ich das Ganze kurz auf die Basiskarte. Geht einfacher, als wenn die Schneemänner schon drauf sind. Und das werde ich effektiv mit Flüssigkleber machen. So, und jetzt können wir hingehen und die Schneemänner anbringen. Ich werde hier kurz überall die Dimensionals draufpacken und dann die platzieren auf der Karte und erst dann festkleben. So, das wird das sein, wie ich das festklebe. Ich komme hier mit dem kleinen ein bisschen über das S von Christmas. Aber ist ja jetzt nicht so, dass die Leute das nicht mehr lesen könnten, ne?
Man weiß ja, wenn was mit Christmas anfängt oder mit Christ, dass das tendenziell Christmas heißen wird. Und das ist dann auch schon unsere erste Karte. Für die zweite Karte brauchen wir auch eben wieder diese ganz normale Basiskarte, 21 cm mal 14,8 cm, gefasst bei 10,5 cm. Wir brauchen eine Auflagekarte in derselben Größe, das heißt 14,8 mal 10,5 cm. Die werden wir dann noch embossen. Dann brauchen wir zwei so Papierreste, um hier dieses Label zweimal auszustanzen. Natürlich hier, um die kleinen Schneemänner zu stempeln, brauchen wir Papier. Und ich habe mir hier noch so einen Hügel ausgestanzt, das könnt ihr aber auch von Hand schneiden. Den brauchen wir dann, um hier so einen kleinen, wir werden blenden und da möchte ich, dass sich hier ein kleiner Hügel abzeichnet. Aber starten wir mal mit, wir starten mit Stempeln, dann können wir die Maschine dann, also die Big Shot dann nur einmal hervornehmen und dann alles gleich zusammen machen. Von dem her zuerst stempeln. Und ich werde aus diesem Set effektiv alle Schneemänner verwenden. Und die stemple ich auch wieder mit der Memento, weil ich die dann auch noch färben will. Jetzt müssen wir auch hier wieder die richtigen Stanzen für den richtigen Schneemann finden. So, Mission completed und jetzt kann ich das Ganze noch ausstanzen. Da ich die Maschine jetzt gerade auf dem Tisch habe, werde ich hier noch dieses Label auch gleich ausstanzen. Und ich hatte ja noch gesagt, wir wollen die Mattung auch noch prägen mit diesen kleinen Schneeflocken. Das mache ich jetzt auch gleich. Jetzt haben wir bei diesem Label, hat es hier ganz kleine Punkte und das geht am einfachsten, wenn ihr hier mit dem Nagel einfach mal kurz entlang fahrt, dann kommt es eigentlich löst sich das ziemlich gut. Was ich jetzt kurz machen werde, ist die Schneemänner einzufärben. Hier auch wieder mit den Copic-Markern und auch hier werde ich euch das wieder oben in die Links reinstellen, welche ich verwendet habe. So, ich habe die Weihnachtsmänner koloriert. Ich habe auch hinten schon gleich die Dimensionals aufgebracht, weil die werden wir alle mit Dimensionals auf die Karte aufbringen. Jetzt machen wir mit dem noch was. Wir werden, ich nehme hier so das ist ein normales Blatt Druckerpapier und wir werden dieses Label noch ein bisschen blenden. Ich möchte gerne
Also es wird nachher einer dieser Schneemänner, ich denke mal, es wird der hier sein oder eventuell auch der hier, wird so auf einem kleinen Hügel stehen. Der Hügel wird natürlich Schneemann schneeweiß sein und deshalb werde ich hier, mal gucken, wie ich es haben möchte. Ich glaube, ich mache das so, dass die Schwingung so ein bisschen nach unten geht. Das klebe ich jetzt kurz fest, damit mir das beim Blenden nicht verrutscht. Und jetzt werde ich hingehen und mit dieser Blending-Bürste versuchen, so einen Verlauf hinzukriegen. Das heißt, ich will von dunkel ins helle. Das heißt, hier dunkel, dann mittelblau und dann hellblau hier unten. So, und wenn ich den jetzt wegnehme, sollten wir hier eine schöne Kurve drauf haben. Genau, das haben wir. Was wir jetzt machen damit, wir werden da was weiß drauf stempeln. Und dazu verwende ich einen Stempel von einem Stempelset, was wir eigentlich erst morgen verwenden werden. Dieses kleine Merry Christmas hier. Jetzt gucke ich kurz, wo der Schneemann zu liegen kommen wird und ich glaube, ich werde hier effektiv diesen hier nehmen. So, das Merry Christmas schön gerade drüber. Ich hoffe, es ist gerade. Ja. Und da stemple ich eben auch mit der StarZone Cotton White Stempelfarbe. Nur so ein kleiner Tipp bei dieser, das ist ein extrem weiches Kissen. Wenn ich hier kurz ein Kärtchen nehme, ihr seht, das gibt echt komplett nach. Also wenn ihr da zu stark auf den Stempel drauf drückt, dann rutscht euch das in den Stempel rein und dann kriegt ihr kein schönes Ergebnis. Besser, ihr macht das einfach ein paar Mal hintereinander und drückt hier auch nicht so fest drauf. So, das sollte reichen. Und auch hier wieder eine Stempel sofort putzen. Und jetzt geht mit den Fingern nicht direkt hier drüber, das sollte jetzt so ein bisschen erst trocknen. Was wir aber machen können bei dem noch, wir können hier mit so einem Jelly Roll Pen, können wir noch so quasi kleine Schneeflocken imitieren. So, und das lasse ich jetzt hier kurz trocknen. Und in der Zeit können wir schon mal die Karte aufkleben. Das mache ich hier mit einem Flüssigkleber. Was wir oben an diesem Label machen werden, wir werden da eine kleine Schlaufe aufkleben und ich wollte euch zeigen, ne, ist nicht, dass wir jetzt anfangen hier Abend zu essen, sondern ich zeige euch kurz, wie ihr ganz einfach eine süße kleine Schlaufe binden könnt. Nehmt euch so ein Band, legt das über die Gabel, hier so ein bisschen mittig, dann nehmt ihr das hintere, geht drüber und geht mit dem Stück mitten, also in der mittleren
im mittleren Loch hier geht ihr da durch, wenn es dann will. Zieht das hier durch, dann geht ihr oben durch die Gabelspitzen durch. Dann könnt ihr das kurz ein bisschen straff ziehen. Einmal einen Knoten machen. Und dann zieht ihr das hier einfach fest und guckt halt, dass das Band so ein bisschen gerade zu liegen kommt. Ne? So, und wenn ihr das jetzt von der Gabel nehmt und umdreht, habt ihr eine süße kleine Schlaufe. Und da könnt ihr dann einfach noch hier so die Enden ein bisschen abschneiden. Wenn ihr nicht wollt, dass euch das ausfranst hier, könnt ihr mit dem Feuerzeug einfach kurz hier entlang und dann franst euch das auch nicht mehr aus. Dann haben wir auch schon die Schlaufe, die hier oben drauf kommt. Jetzt sollte das Label eigentlich trocken sein und ich will, ich habe es extra zweimal ausgestanzt, damit das ein bisschen eine Härte kriegt und ja, damit es einfach genug stabil ist, sagen wir es mal so. So, und das kommt jetzt mittig hier auf die Karte. Und jetzt fangen wir eigentlich an, wir machen es, ich klebe die jetzt gleich fest. Und dann können wir die Schneemänner drumherum platzieren. Schön mittig, ne, auf die Karte. Dann können wir auch die kleine Schlaufe oben, könnt das noch so ein bisschen zurechtzupfen, dass das dann wirklich auch so sitzt, wie ihr das haben wollt. Und da gibt ihr hier einfach genügend Kleber rein, damit die Schlaufe da dann wirklich auch kleben bleibt. Und dann gehen wir hin und fangen an, unsere Schneemänner rundherum zu platzieren. Wie gesagt, den hier will ich effektiv in der Mitte haben, den klebe ich schon mal auf. So, das wird die Anordnung sein, wie ich sie gestalten werde, und die klebe ich jetzt überall noch mit diesen Dimensionals fest. So, und das ist auch schon die zweite Karte für heute. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Lust, die beiden Karten nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, habe ich euch unten in die Links reingestellt. Und naja, wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch unten auf die Glocke. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis bald!